Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen Review auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute gucken wir mal auf die Spieler, die diesen Winter den Verein verlassen sollen, beziehungsweise müssten, um ein bisschen Platz zu schaffen, um ein bisschen Ruhe reinzubringen, vielleicht auch in den Kader. All das machen wir heute. Das ist natürlich meine Meinung, und auch so ein bisschen auf das, wer wird wirklich gehen können, welcher Verein hätte Interesse oder gibt es überhaupt Interesse, dass ein Verein überhaupt so einen Spieler holen würde. Da gibt es nämlich viele Fragezeichen. Es wird sehr, sehr schwierig, da alles zu regeln. Und damit wünsche ich euch sehr viel Spaß. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und damit starten wir rein. Let's go! So, wir gucken direkt auf den Kader. Wir fangen direkt an mit Dominik Reimann, Noah Krut und Robert Kamper. Ich glaube, hier kann man es relativ kurz halten. Die werden alle beim FCM bleiben. Zudem kommt dann noch John Hugo Nehmer. Wäre sehr dumm, wenn man ihn in der Wintertransferphase abgibt. Gleiches gilt für Markus Matthiesen. Bei Max Geschwil sehe ich es so, da kann man durchaus die Leier abbrechen und dann sich vielleicht nochmal nach einem anderen IV umschauen. Ich glaube, das wäre nicht so dumm. Spart dann vielleicht nochmal ein bisschen Gehalt. Für beide Seiten dann vielleicht eine gute Aktion. Andi Hoti wird sehr, sehr wahrscheinlich nach Dresden gehen. Das Thema ist gefühlt schon durch. Also das wirkt zumindest sehr danach. Truman Miller wird bleiben. Gleiches gilt für Heber und Charheit. Nolle wird, denke ich mal, auch bleiben. Gibt da keinen Grund, aktuell zu wechseln. Lubamo Musunda wird bleiben. Samuel Lurik eventuell ausleihen, obwohl das nicht so viel Sinn ergibt, weil er eh dauerhaft verletzt ist. Herbert Bockhorn, ja, wird auch bleiben. Edin Sogovic würde ich persönlich verleihen. Zu einem Drittligaverein, und damit er da ein bisschen Spielpraxis sammelt. Auch nur für diesen Wenn-Fall, wenn man absteigt. Dann hat er da auch schon die Spielpraxis und wäre sowieso einer, der für mich in der dritten Liga gesetzt sein müsste. Luca Jurien ist meiner Meinung nach ein richtig guter Spieler. Ich hoffe, er sammelt jetzt auch wie eigentlich zuletzt die letzten zwei Spiele weiter in Startelf-Einsätze. Da gehört er hin, meiner Meinung nach. Und Silas Gnaka, da finde ich sehr schwierig. Man könnte jetzt noch im Winter ein bisschen Geld dazu verdienen. Da wollen bestimmt auch einige Vereine, den man haben, denn Potenzial hat er definitiv für mehr. Ja, ich wäre einem Abgang nicht negativ gestimmt, weil wir Hyrien haben und ich finde Hyrien klar besser. Spielerisch ist natürlich Silas Gnaka schon noch klar besser, aber das Gesamtpaket finde ich einfach von Hyrien stärker und deswegen wäre hier ein Abgang für mich auch nicht allzu schlimm. Wenn man mit Dario Stahlmach nicht plant, würde ich ihn auch verleihen, auch wenn er für mich ein klarer Bank-Minimum-Kandidat ist. Conor Krempicki, grundsätzlich ein Kandidat, den man verkaufen kann. Das ist ja schon seit gefühlt einem Jahr so ein Thema. Deswegen bin ich hier auch für den Verkauf. Falco Micha hat sich klar gesteigert. Spielt Startelf mittlerweile, den sollte man nicht verkaufen. Gleiches gilt für Philipp Herrscher und Laurin Ulrich. Sehen könnte man entweder verleihen oder verkaufen. Hier ist beides offen. Ich denke mal, beides ist auch nicht allzu unrealistisch. Von Robert Leipertz, da wird es sicherlich nicht unbedingt ein Angebot geben. Kann ich mir nicht vorstellen. Der Mann wird die U23 einfach weiterkicken wollen. Gleiches gilt für Nick Meyer. Barisch wird bleiben, Noah Pesch wird hoffentlich bleiben. Ich hoffe, die brechen nicht die Leihe ab, das wäre ein bisschen doof. Matthias Zukowski wird hoffentlich bleiben. Kane Diawara, auch ein Kandidat, muss man schauen, wie er sich jetzt entwickelt. Maggi, auch ein Kandidat für mich, den man ausleihen sollte, wenn man ihn schon nicht mitnimmt in die erste. Hat für mich unglaubliches Potenzial, das sollte man auch endlich mal ausnutzen. Rein Grieb wird bleiben, hoffentlich bald wieder in Topform. Das wäre sehr schön. Maximilian brauche ich, habe ich meine Meinung. Und hier bin ich ganz klar für Leihe abbrechen. Bei Armstrong bin ich sehr fürs Verleihen. Marusic bin ich fürs Verkaufen, gleiches gilt für Koenia, also 4 Stürmer weg. Ado Onaiwu wirst du nicht mehr wegkriegen, auch über Leihe oder Verkauf nicht, weil er kam erst im Sommer. Und dann würde ich da nochmal 2 bis 3 neue Stürmer verpflichten. Du musst halt jetzt ein bisschen pokern, was Stürmer angeht. Du brauchst nur einen Stürmer, der knipst. Und dann kannst du da vielleicht nochmal durch 3 durchpokern. Vielleicht knipst dann ja irgendwie einer. Keine Ahnung. Dann wären wir ungefähr bei 10 Abgängen, glaube ich. Und das ist auch mehr als solide.
Und wir brauchen da wirklich ein bisschen Veränderung. Einige Spieler, die sich halt reinwerfen, andere, die halt einfach nur da sind. Das braucht der FCM aktuell nicht unbedingt. Ja. Das ist die aktuelle Lage. Ich würde tatsächlich im Winter 2 Innenverteidiger versuchen zu verpflichten. Auch vielleicht Außenbahnspieler links nochmal. Konkurrenz für Musonda, beziehungsweise aktuell spielt er, glaube ich, ja, er spielt wieder links. Und vielleicht auch nochmal Konkurrenz für Herrscher. Obwohl das jetzt nicht so nötig ist. Das sind nur so 2 Klammern-Dinger, aber auf jeden Fall 2 Innenverteidiger. Im Mittelfeld würde ich nochmal was verpflichten, damit Falco nicht unbedingt spielen muss. Dann würde ich auf jeden Fall auf dem Flügel noch irgendwas versuchen zu verpflichten, was offensiv stark ist und auch einem Grieb ordentlich Konkurrenz macht. Und halt, wie gesagt, 3 Stürmer würde ich verpflichten. Anders geht's nicht, wenn du die loswirst, dann musst du irgendwas da machen. Du hast einen riesigen Kader, daraus wird absolut nichts geschöpft. Wiederum haben auch 50% der Leute da gar keinen Bock mehr. Ja, und die müssen halt dann dementsprechend weg oder sie sind halt verletzt, was weiß ich. Ja, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und damit, ciao Leute.